Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Nadine Herrmann, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Einige deutsche Jugendclub-Mitglieder kommen nächste Woche zu Besuch. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann kommen? Was machen? Ein Programm planen? Eine Stadttour machen? Sehenswürdigkeiten? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Lara. Wie geht es dir? Was hast du in letzter Zeit gemacht? Hallo Noah, mir geht es gut, danke der Nachfrage. Ich habe in letzter Zeit viel gearbeitet und versucht, meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut, danke. Ich habe eine neue Stelle bei einem Technologieunternehmen gefunden und bin sehr zufrieden damit. Super, ich freue mich für dich. Danke. Was hast du so in deiner Freizeit gemacht? In meiner Freizeit habe ich viel Zeit mit Freunden und Familie verbracht. Wir haben auch ein paar Ausflüge gemacht und die Natur genossen. Außerdem habe ich angefangen, Yoga zu machen, um meinen Körper und Geist in Form zu halten. Das klingt großartig. Ich denke auch darüber nach, mit Yoga anzufangen. Ja, das wäre schön. Sag mal, hast du gewusst, dass einige deutsche Jugendclub-Mitglieder nächste Woche zu Besuch kommen? Sag mal, hast du gewusst, dass einige deutsche Jugendclub-Mitglieder nächste Woche zu Besuch kommen? Oh du liebe Güte. Nein, das hab ich ja ganz vergessen. Wann kommen sie denn? Oh du liebe Güte. Nein, das hab ich ja ganz vergessen. Wann kommen sie denn? Für Montag haben sie sich angekündigt. Für Montag haben sie sich angekündigt. Okay, das heißt, wir müssen noch ein Programm organisieren, oder? Okay, das heißt, wir müssen noch ein Programm organisieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Gruppe von Jugendlichen möchte bestimmt etwas unternehmen oder besichtigen. Die Gruppe von Jugendlichen möchte bestimmt etwas unternehmen oder besichtigen. Ja, wie wäre es, wenn wir zuerst eine kleine Stadttour mit ihnen machen und den Stephansdom mit Stephansplatz besichtigen? Ja, wie wäre es, wenn wir zuerst eine kleine Stadttour mit ihnen machen und den Stephansdom mit Stephansplatz besichtigen? Danach könnten Sie ein wenig in der Innenstadt bummeln. Was denkst du? Danach könnten Sie ein wenig in der Innenstadt bummeln. Was denkst du? Das finde ich eine sehr gute Idee. Im Zentrum von Wien gibt es auch noch die schöne Hofburg. Im Zentrum von Wien gibt es auch noch die schöne Hofburg. Davor stehen auch immer Kutschen. Da könnten wir eine Kutschfahrt mit ihnen machen. Davor stehen auch immer Kutschen. Da könnten wir eine Kutschfahrt mit ihnen machen. Dabei sehen Sie noch viele andere Sehenswürdigkeiten von Wien. Dabei sehen Sie noch viele andere Sehenswürdigkeiten von Wien. Das klingt doch wunderbar.
Am zweiten Tag wäre ein Besuch im Tiergarten Schönbrunn möglich. Am zweiten Tag wäre ein Besuch im Tiergarten Schönbrunn möglich. Und für die Kulturinteressierten kann man in Schönbrunn auch das Schloss anschauen mit einer Führung. Und für die Kulturinteressierten kann man in Schönbrunn auch das Schloss anschauen mit einer Führung. Außerdem ist der Park mit der Gloriette wirklich einen Besuch wert. Außerdem ist der Park mit der Gloriette wirklich einen Besuch wert. Wie findest du das? Das finde ich toll. Und am Abend? Das finde ich toll. Und am Abend? Ja, am Abend können Sie bei uns im Jugendzentrum gemeinsam kochen und Brettspiele spielen oder Tischfußball. Ja, am Abend können Sie bei uns im Jugendzentrum gemeinsam kochen und Brettspiele spielen oder Tischfußball. Ist das eine gute Idee? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Dann kochen wir gemeinsam mit Ihnen Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Dann kochen wir gemeinsam mit Ihnen Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Und die restlichen 2 Tage? Was sollen wir da einplanen? Hast du da auch eine Idee? Und die restlichen 2 Tage? Was sollen wir da einplanen? Hast du da auch eine Idee? Ehrlich gesagt, würde ich dann mal einen freien Tag für die Jugendlichen einplanen, an dem sie selber etwas die Stadt erkunden können und ein bisschen flanieren. Ehrlich gesagt, würde ich dann mal einen freien Tag für die Jugendlichen einplanen, an dem sie selber etwas die Stadt erkunden können und ein bisschen flanieren. Sie sind alle schon 16, da dürfen sie auch ruhig mal ein bisschen alleine unterwegs sein. Sie sind alle schon 16, da dürfen sie auch ruhig mal ein bisschen alleine unterwegs sein. Ja, du hast vollkommen recht. Das werden sie bestimmt genießen. Ja, du hast vollkommen recht. Das werden sie bestimmt genießen. Und am letzten Tag können wir ja auf den Kahlenberg wandern und die schöne Aussicht auf Wien genießen. Und am letzten Tag können wir ja auf den Kahlenberg wandern und die schöne Aussicht auf Wien genießen. Ja, genau. Da ist es sehr schön oben. Ich selbst war schon lange nicht mehr dort. Ja, genau. Da ist es sehr schön oben. Ich selbst war schon lange nicht mehr dort. Ja, ich auch nicht. Das ist auch am Abend ein schöner Platz. Ja, ich auch nicht. Das ist auch am Abend ein schöner Platz. Aber am Abend ist es wohl besser, wir machen noch eine kleine Abschiedsparty, oder? Aber am Abend ist es wohl besser, wir machen noch eine kleine Abschiedsparty, oder? Sicher doch. Im Jugendzentrum ist genug Platz und wir können die Musikanlage benutzen. Sicher doch. Im Jugendzentrum ist genug Platz und wir können die Musikanlage benutzen. Ja, das stimmt. Dann besorgen wir noch Knabbergebäck, Säfte und Cola und vielleicht ein bisschen Wiener Bier. Dann besorgen wir noch Knabbergebäck, Säfte und Cola und vielleicht ein bisschen Wiener Bier. Ja, aber nicht zu viel Alkohol. Das ist bestimmt nicht von den Eltern gewünscht. Ja, aber nicht zu viel Alkohol. Das ist bestimmt nicht von den Eltern gewünscht.
Aber für jeden 2 Ottakringer Bier müsste schon gehen. Aber für jeden 2 Ottakringer Bier müsste schon gehen. Ja, das sehe ich auch so wie du. Ja, das sehe ich auch so wie du. Es soll ja nicht eskalieren die Party, sondern lustig bleiben. Es soll ja nicht eskalieren die Party, sondern lustig bleiben. Also, ich finde, das klingt ja schon nach einem super Plan, und es ist nicht schwierig zu organisieren. Also, ich finde, das klingt ja schon nach einem super Plan, und es ist nicht schwierig zu organisieren. Weil die Eintrittskarten für Tierpark können wir vor Ort kaufen, und der Rest kostet nicht so viel. Weil die Eintrittskarten für Tierpark können wir vor Ort kaufen, und der Rest kostet nicht so viel. Ja, die Kutschenfahrt kostet schon ein bisschen was, aber das übernimmt das Jugendzentrum. Ja, die Kutschenfahrt kostet schon ein bisschen was, aber das übernimmt das Jugendzentrum. Was wir nicht vergessen dürfen, sind die Öffi-Tickets. Für jeden eine 5-Tageskarte. Was wir nicht vergessen dürfen, sind die Öffi-Tickets. Für jeden eine 5-Tageskarte. Ja genau. Die werden wir im Voraus besorgen, dann ist das schon mal erledigt. Ja genau. Die werden wir im Voraus besorgen, dann ist das schon mal erledigt. Die Jugendlichen bekommen ja ein Budget von ihren Eltern mit, und davon können auch die Tickets bezahlt werden. Die Jugendlichen bekommen ja ein Budget von ihren Eltern mit, und davon können auch die Tickets bezahlt werden. Super. Dann machen wir die Abrechnung mit Ihnen, wenn Sie da sind. Super. Dann machen wir die Abrechnung mit Ihnen, wenn Sie da sind. Optimal. Also, dann kannst du ja losgehen, würde ich mal sagen. Optimal. Also, dann kannst du ja losgehen, würde ich mal sagen. Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Ich auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch, und bis nächsten Montag. Bis nächsten Montag. Tschüss. Die Situation. Sie wollen gerne zusammen eine Reise nach Rom machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Wann gehen? Wie lange bleiben? Flüge und Hotel buchen? Was sehen? Essen probieren? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Paul. Wie geht es dir? Hallo Lisa. Mir geht es gut, danke der Nachfrage, und dir? Ganz gut, danke. Du, ich habe eine aufregende Idee. Was hältst du davon, wenn wir zusammen eine Reise nach Rom machen? Oh, das klingt fantastisch. Ich habe schon so viel über Rom gehört. Ich bin dabei. Super, dann ist es entschieden. Lass uns überlegen, wann wir gehen und wie lange wir bleiben. Ja, das ist eine wichtige Frage. Wann würdest du gerne nach Rom reisen? Wie wäre es mit dem nächsten Monat? Wir könnten 4 Tage dort verbringen. Ja, ich habe keine Pläne für den nächsten Monat. 4 Tage in Rom hören sich perfekt an. Gut,
Dann haben wir unser Reisedatum. Ich werde nach Flügen suchen und dir Bescheid geben. Danke, Lisa, du bist echt gut in der Planung. Gerne, es macht mir Spaß, solche Dinge zu organisieren. Wir sollten auch eine Unterkunft buchen. Ja, das sollten wir. Ich denke, ein Hotel in der Nähe der Sehenswürdigkeiten wäre am besten. Wie findest du das? Ich stimme dir zu. Ich werde nach Hotels suchen, die zentral gelegen sind. Perfekt. Ich vertraue dir bei der Wahl des Hotels. Danke, Paul, ich werde mich darum kümmern. Gibt es bestimmte Sehenswürdigkeiten, die du unbedingt sehen möchtest? Ich möchte auf jeden Fall das Kolosseum und den Petersplatz besichtigen. Oh, und die Sixtinische Kapelle. Das klingt nach einer tollen Liste. Ich möchte auch den Trevi-Brunnen und das Pantheon sehen. Das sind großartige Sehenswürdigkeiten. Wir sollten uns eine Liste machen und sicherstellen, dass wir nichts verpassen. Klar, ich werde eine Reisecheckliste vorbereiten, damit wir alles im Blick haben. Du bist echt gut vorbereitet, Lisa. Ich bin dankbar, dass du die Reiseplanung übernimmst. Das mache ich gerne, Paul. Es ist schön, dass wir diese Reise zusammen machen. Ich bin auch dankbar, Lisa. Mit dir wird es sicherlich ein unvergessliches Abenteuer. Dann sollten wir uns auch über die Verpflegung während der Reise Gedanken machen. Ja, das ist eine wichtige Sache. Ich schlage vor, dass wir uns in Rom in Restaurants verwöhnen lassen. Was denkst du? Gute Idee. Die italienische Küche ist so lecker. Ich freue mich schon auf Pasta und Pizza. Ich habe gehört, dass es in Rom die besten gibt. Oh ja. Und nicht zu vergessen das italienische Eis. Das müssen wir unbedingt probieren. Definitiv. Ich werde sicherlich viel Eis essen. Ich hoffe, ich bekomme keine Eiskugelkoma-Zustände. Das wird sicherlich ein Genuss. Wir könnten auch ein paar Snacks für unterwegs mitnehmen. Das wird sicherlich ein Genuss. Wir könnten auch ein paar Snacks für unterwegs mitnehmen. Ja, das könnten wir machen. Ich werde ein paar Müsli-Riegel und Obst einpacken. Ja, das könnten wir machen. Ich werde ein paar Müsli-Riegel und Obst einpacken. Und ich könnte einige Getränke besorgen, damit wir unterwegs hydratisiert bleiben. Und ich könnte einige Getränke besorgen, damit wir unterwegs hydratisiert bleiben. Du denkst wirklich an alles, Lisa. Du bist eine großartige Reisepartnerin. Du denkst wirklich an alles, Lisa. Du bist eine großartige Reisepartnerin. Danke, Paul. Ich möchte, dass unsere Reise reibungslos verläuft und wir jede Minute genießen können. Danke, Paul. Ich möchte, dass unsere Reise reibungslos verläuft und wir jede Minute genießen können. Das wird bestimmt so sein. Es ist so schön, all die Pläne mit dir zu machen. Das wird bestimmt so sein. Es ist so schön, all die Pläne mit dir zu machen. Ich fühle genauso, Paul. Ich bin dankbar, dass du dabei bist und wir diese Reise zusammen erleben können. Ich fühle genauso, Paul. Ich bin dankbar, dass du dabei bist und wir diese Reise zusammen erleben können. Paul, vielleicht könnten wir auch ein paar
Aktivitäten planen, die wir in Rom unternehmen können. Paul, vielleicht könnten wir auch ein paar Aktivitäten planen, die wir in Rom unternehmen können. Ja, das ist eine gute Idee. Wir könnten eine Stadtrundfahrt machen oder an einer geführten Tour teilnehmen. Wir könnten eine Stadtrundfahrt machen oder an einer geführten Tour teilnehmen. Genau. Das könnte uns helfen, die Stadt besser kennenzulernen und ihre Geschichte zu verstehen. Genau. Das könnte uns helfen, die Stadt besser kennenzulernen und ihre Geschichte zu verstehen. Und vielleicht könnten wir auch ein paar Museen besuchen. Rom hat so viele historische Schätze. Und vielleicht könnten wir auch ein paar Museen besuchen. Rom hat so viele historische Schätze. Das stimmt. Das Vatikanische Museum und das Kapitolinische Museum stehen definitiv auf meiner Liste. Das stimmt. Das Vatikanische Museum und das Kapitolinische Museum stehen definitiv auf meiner Liste. Das klingt nach einer spannenden Erfahrung. Ich freue mich darauf, all die Kultur und Kunst zu entdecken. Das klingt nach einer spannenden Erfahrung. Ich freue mich darauf, all die Kultur und Kunst zu entdecken. Und wie wäre es mit einem Abendspaziergang entlang des Tiberufers? Rom ist nachts so romantisch. Und wie wäre es mit einem Abendspaziergang entlang des Tiberufers? Rom ist nachts so romantisch. Oh ja, das hört sich nach einer romantischen Idee an. Ich bin sicher, es wird wunderschön sein. Oh ja, das hört sich nach einer romantischen Idee an. Ich bin sicher, es wird wunderschön sein. Ich werde mir auch eine Liste von Restaurants machen, die für ihre köstliche italienische Küche bekannt sind. Ich werde mir auch eine Liste von Restaurants machen, die für ihre köstliche italienische Küche bekannt sind. Das ist eine großartige Idee. Ich bin bereit, die besten italienischen Gerichte zu probieren. Das ist eine großartige Idee. Ich bin bereit, die besten italienischen Gerichte zu probieren. Und denk daran, dass in Italien das Trinkgeld nicht üblich ist. Es ist bereits im Service enthalten. Und denk daran, dass in Italien das Trinkgeld nicht üblich ist. Es ist bereits im Service enthalten. Gut zu wissen. Ich werde daran denken, kein zusätzliches Trinkgeld zu geben. Gut zu wissen. Ich werde daran denken, kein zusätzliches Trinkgeld zu geben. Du lernst schnell, Paul. Ja, ich möchte sicherstellen, dass wir uns respektvoll verhalten und die Kultur respektieren. Ja, ich möchte sicherstellen, dass wir uns respektvoll verhalten und die Kultur respektieren. Das ist wirklich schön. Es zeigt, dass du aufgeschlossen und interessiert an neuen Erfahrungen bist. Das ist wirklich schön. Es zeigt, dass du aufgeschlossen und interessiert an neuen Erfahrungen bist. Mit dir als Reisepartnerin kann ich nichts falsch machen. Du bist so gut vorbereitet. Mit dir als Reisepartnerin kann ich nichts falsch machen. Du bist so gut vorbereitet. Danke, Paul. Ich schätze deine Unterstützung. Ich freue mich darauf, all diese wunderbaren Erfahrungen mit dir zu teilen. Danke, Paul. Ich schätze deine Unterstützung. Ich freue mich darauf, all diese wunderbaren Erfahrungen mit dir zu teilen. Ich mich auch, Lisa. Mit dir fühlt sich alles wie ein großes Abenteuer an. Ich mich auch, Lisa.
Mit dir fühlt sich alles wie ein großes Abenteuer an. Lass uns sicherstellen, dass es eine unvergessliche Reise wird. Lass uns sicherstellen, dass es eine unvergessliche Reise wird. Auf eine unvergessliche Reise nach Rom. Ja, es wird großartig. Die Situation. Sie wollen gerne zusammen eine Kinderparty in den Ferien organisieren. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Wann und wo? Wie viele Personen? Ein Programm dafür planen? Essen, trinken? Spiele für Kinder? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Sandra, wie geht es dir und deiner Familie? Seid ihr alle gesund und munter? Hallo lieber Felix. Es geht uns gut, danke. Nur meine kleine Tochter war vor 2 Wochen krank, aber sie ist wieder gesund. Und wie geht es dir? Ja, das freut mich, wenn alles passt bei euch. Mir geht es gut, und meiner Frau und den Kindern auch. Die Kinder freuen sich schon sehr auf die Kinderparty in den Ferien. Die Kinder freuen sich schon sehr auf die Kinderparty in den Ferien. Ach ja, es gibt ja dieses Jahr eine Kinderparty unserer Kindergartengruppe. Ach ja, es gibt ja dieses Jahr eine Kinderparty unserer Kindergartengruppe. Weißt du schon Genaueres von den Kindergartenpädagoginnen? Weißt du schon Genaueres von den Kindergartenpädagoginnen? Ja, ich habe gestern mit der Kindergartenpädagogin gesprochen. Ja, ich habe gestern mit der Kindergartenpädagogin gesprochen. Sie hat gemeint, es wäre super, wenn die Eltern sich bei der Organisation beteiligen und Ideen einbringen. Sie hat gemeint, es wäre super, wenn die Eltern sich bei der Organisation beteiligen und Ideen einbringen. Das finde ich eine gute Sache. Da wäre ein Elternabend nicht schlecht, an dem wir uns treffen, um alle Ideen zu sammeln, oder? Da wäre ein Elternabend nicht schlecht, an dem wir uns treffen, um alle Ideen zu sammeln, oder? Ich denke auch, dass das gut ist. Dann rufe ich heute Abend mal die Eltern durch und gebe ihnen einen Termin bekannt. Ich denke auch, dass das gut ist. Dann rufe ich heute Abend mal die Eltern durch und gebe ihnen einen Termin bekannt. Was denkst du? Danke, dass du das machst. Wann wäre denn ein Treffen möglich? Danke, dass du das machst. Wann wäre denn ein Treffen möglich? Ich denke, ein Freitagabend ist bestimmt gut. Ich denke, ein Freitagabend ist bestimmt gut. Da haben die Eltern keine Arbeitstermine mehr, und vor dem Wochenende ist den Kopf frei für so ein Thema. Da haben die Eltern keine Arbeitstermine mehr, und vor dem Wochenende ist den Kopf frei für so ein Thema. Wie findest du das? Ja, genau. Dann schlagen wir gleich den Freitag, nächste Woche vor, oder? Und wir können uns gerne bei uns zu Hause treffen. Ja, genau. Dann schlagen wir gleich den Freitag, nächste Woche vor, oder? Und wir können uns gerne bei uns zu Hause treffen. Wir haben ja ein großes Wohnzimmer, und ich habe viele Stühle im Keller, die wir heraufholen können. Wir haben ja ein großes Wohnzimmer,
Und ich habe viele Stühle im Keller, die wir heraufholen können. Was sagst du dazu? Tolle Sache. Ja, weil es im Kindergarten, am Abend, nicht mehr möglich ist, sich zu treffen. Tolle Sache. Ja, weil es im Kindergarten, am Abend, nicht mehr möglich ist, sich zu treffen. Hast du schon eine Idee, wo wir die Party dann veranstalten könnten? Hast du schon eine Idee, wo wir die Party dann veranstalten könnten? Ich finde nämlich, dass es nicht im Kindergarten sein sollte, sondern mal woanders. Ich finde nämlich, dass es nicht im Kindergarten sein sollte, sondern mal woanders. Okay, an das habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, vielleicht wäre das eine gute Idee. Okay, an das habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, vielleicht wäre das eine gute Idee. Lass mich mal überlegen. Ach ja, mir fällt schon was ein. Lass mich mal überlegen. Ach ja, mir fällt schon was ein. Es gibt das Familienzentrum, ganz in der Nähe, und die haben einen großen Turnsaal dabei, und einen schönen Garten. Es gibt das Familienzentrum, ganz in der Nähe, und die haben einen großen Turnsaal dabei, und einen schönen Garten. Was hältst du davon? Wow, das ist ja perfekt. Dann könnten wir dort, bei jedem Wetter feiern, und hätten viele Möglichkeiten. Wow, das ist ja perfekt. Dann könnten wir dort, bei jedem Wetter feiern, und hätten viele Möglichkeiten. Ja, ich glaube, ich frage dort schon mal an, ob man den Raum mieten kann, und eine Kinderparty dort möglich ist. Ja, ich glaube, ich frage dort schon mal an, ob man den Raum mieten kann, und eine Kinderparty dort möglich ist. Dann kann ich die Idee beim Treffen gleich einbringen. Dann kann ich die Idee beim Treffen gleich einbringen. Ja, das ist sicher vernünftig, wenn du das im Voraus abklärst, sonst macht man sich Hoffnungen, und dann geht es vielleicht nicht. Ja, das ist sicher vernünftig, wenn du das im Voraus abklärst, sonst macht man sich Hoffnungen, und dann geht es vielleicht nicht. Richtig. Wie viele Personen glaubst du, werden wir circa? Richtig. Wie viele Personen glaubst du, werden wir circa? Ich schätze, ungefähr 50 Personen. Ich schätze, ungefähr 50 Personen. Die Gruppe hat 20 Kinder, und wenn jeweils beide Elternteile dabei sind, und noch der ein oder andere Opa kommen, wird leicht auf 50. Die Gruppe hat 20 Kinder, und wenn jeweils beide Elternteile dabei sind, und noch der ein oder andere Opa kommen, wird leicht auf 50. Oh ja, das sind eine große Menge an Leuten. Da müssen wir das Programm und das Essen auch gut planen. Oh ja, das sind eine große Menge an Leuten. Da müssen wir das Programm und das Essen auch gut planen. Auf jeden Fall. Ich bin dafür, dass wir Spiele für die Kinder organisieren, und jeder der Eltern Essen für ein Buffet mitbringt. Ich bin dafür, dass wir Spiele für die Kinder organisieren, und jeder der Eltern Essen für ein Buffet mitbringt. Ja, genau. Da nehme ich zum Treffen gleich mal eine Liste mit, auf der man sich eintragen kann, was man gerne mitbringen würde. Ja, genau. Da nehme ich zum Treffen gleich mal eine Liste mit, auf der man sich eintragen kann, was man gerne mitbringen würde. Also Kuchen oder Obst, Brot oder Aufstriche. Ist das eine gute Idee?
Also Kuchen oder Obst, Brot oder Aufstriche. Ist das eine gute Idee? Sicher, so machen wir das. Und wenn es schön ist, kann man im Garten tolle Wettkampfspiele machen, wie Sackhüpfen oder Weitspringen, Wettlaufen und Dosen werfen. Und wenn es schön ist, kann man im Garten tolle Wettkampfspiele machen, wie Sackhüpfen oder Weitspringen, Wettlaufen und Dosen werfen. Ja, das klingt lustig. Und am Ende gibt es kleine Preise für alle. Ja, das klingt lustig. Und am Ende gibt es kleine Preise für alle. Ich glaube, wir haben schon ganz viele super Einfälle. Ich glaube, wir haben schon ganz viele super Einfälle. Jetzt müssen wir es noch mit den anderen Eltern besprechen und noch die neuen Ideen mit einarbeiten. Jetzt müssen wir es noch mit den anderen Eltern besprechen und noch die neuen Ideen mit einarbeiten. Wir beide organisieren ja so gerne, das macht einfach total Spaß. Wir beide organisieren ja so gerne, das macht einfach total Spaß. Ja, es ist immer wieder schön, so tolle Feste zu veranstalten. Ja, es ist immer wieder schön, so tolle Feste zu veranstalten. Vor allem, wenn die Kinder das dann auch noch genießen, ist es das Beste. Vor allem, wenn die Kinder das dann auch noch genießen, ist es das Beste. Ich freue mich da auch immer, von ganzem Herzen für die Kinder. Wenn ihre Augen strahlen, und sie glücklich sind. Ich freue mich da auch immer, von ganzem Herzen für die Kinder. Wenn ihre Augen strahlen, und sie glücklich sind. Ja, da hast du recht. Wie war eigentlich dein Wochenende? Ja, da hast du recht. Wie war eigentlich dein Wochenende? Mein Wochenende war schön. Am Samstag habe ich meine Wohnung aufgeräumt, und am Abend war ich mit Freunden essen. Und du? Mein Wochenende war schön. Am Samstag habe ich meine Wohnung aufgeräumt, und am Abend war ich mit Freunden essen. Und du? Mein Wochenende war auch gut. Ich habe einen langen Spaziergang im Park gemacht und dann ein Buch gelesen. Mein Wochenende war auch gut. Ich habe einen langen Spaziergang im Park gemacht und dann ein Buch gelesen. Das klingt entspannend. Wie sieht deine Woche aus? Hast du viel zu tun? Das klingt entspannend. Wie sieht deine Woche aus? Hast du viel zu tun? Ja, diese Woche habe ich einige Termine. Am Dienstag habe ich einen Arzttermin, und am Donnerstag habe ich ein Treffen mit meinem Deutsch-Tandem-Partner. Und du? Ja, diese Woche habe ich einige Termine. Am Dienstag habe ich einen Arzttermin, und am Donnerstag habe ich ein Treffen mit meinem Deutsch-Tandem-Partner. Und du? Ich habe auch einiges zu erledigen. Am Mittwoch habe ich einen wichtigen Termin im Büro, und am Freitag gehe ich zum Deutschkurs. Ich habe auch einiges zu erledigen. Am Mittwoch habe ich einen wichtigen Termin im Büro, und am Freitag gehe ich zum Deutschkurs. Oh, wie läuft der Deutschkurs für dich? Oh, wie läuft der Deutschkurs für dich? Der Deutschkurs ist ganz gut. Es ist manchmal herausfordernd, aber ich lerne viel. Wie geht es dir in deinem Kurs? Der Deutschkurs ist ganz gut. Es ist manchmal herausfordernd, aber ich lerne viel. Wie geht es dir in deinem Kurs? Mir geht es auch gut. Ich finde den Kurs hilfreich, und die Lehrer sind nett.
Mir geht es auch gut. Ich finde den Kurs hilfreich, und die Lehrer sind nett. Das ist schön zu hören. Es ist toll, dass wir gemeinsam Deutsch lernen. Das ist schön zu hören. Es ist toll, dass wir gemeinsam Deutsch lernen. Ja, definitiv. Es macht Spaß, mit dir und den anderen im Kurs zu lernen. Ja, definitiv. Es macht Spaß, mit dir und den anderen im Kurs zu lernen. Das freut mich. Also, ran ans Telefonieren, und die Eltern durchrufen, und dann geht's los. Also, ran ans Telefonieren, und die Eltern durchrufen, und dann geht's los. Und wir hören uns, dann morgen kurz, oder? Und wir hören uns, dann morgen kurz, oder? Ja, ich rufe dich dann an, wenn alle informiert sind. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, ich rufe dich dann an, wenn alle informiert sind. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich dir auch. Liebe Grüße zu Hause. Ich dir auch. Liebe Grüße zu Hause. Die Situation. Sie wollen gerne zusammen ins Fitnessstudio gehen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Trainingsplan. Wann damit beginnen? Welche Übungen machen? Wie oft trainieren? Ziele? Sportkleidung? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Thomas, hast du Lust, zusammen ins Fitnessstudio zu gehen? Thomas, hast du Lust, zusammen ins Fitnessstudio zu gehen? Klar, das klingt gut. Ich bin schon lange nicht mehr im Fitnessstudio gewesen. Klar, das klingt gut. Ich bin schon lange nicht mehr im Fitnessstudio gewesen. Super, ich bin auch schon seit ein paar Wochen nicht mehr da gewesen. Super, ich bin auch schon seit ein paar Wochen nicht mehr da gewesen. Aber ich denke, es ist an der Zeit, wieder damit anzufangen. Aber ich denke, es ist an der Zeit, wieder damit anzufangen. Ja, das stimmt. Wie wäre es, wenn wir uns morgen treffen und zusammen hingehen? Ja, das stimmt. Wie wäre es, wenn wir uns morgen treffen und zusammen hingehen? Das klingt super. Wann passt es dir am besten? Das klingt super. Wann passt es dir am besten? Wie wäre es um 11 Uhr? 11 Uhr passt gut für mich. Wir können uns dann im Fitnessstudio treffen. 11 Uhr passt gut für mich. Wir können uns dann im Fitnessstudio treffen. Aber, bevor wir anfangen, sollten wir uns Gedanken darüber machen, welche Übungen wir machen wollen. Aber, bevor wir anfangen, sollten wir uns Gedanken darüber machen, welche Übungen wir machen wollen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe seit einiger Zeit nicht mehr trainiert, deshalb möchte ich ein paar Grundübungen machen. Ich habe seit einiger Zeit nicht mehr trainiert, deshalb möchte ich ein paar Grundübungen machen. Ich verstehe. Ich denke, es wäre gut, wenn wir uns auf einige Grundübungen konzentrieren. Ich verstehe. Ich denke, es wäre gut, wenn wir uns auf einige Grundübungen konzentrieren. Aber, wir sollten auch ein bisschen Cardio machen, um unser Herz zu stärken. Aber,
wir sollten auch ein bisschen Cardio machen, um unser Herz zu stärken. Ja, das klingt vernünftig. Es wäre auch gut, wenn wir uns auf bestimmte Muskelgruppen konzentrieren. Es wäre auch gut, wenn wir uns auf bestimmte Muskelgruppen konzentrieren. Ich möchte gerne meine Arme und meine Brust trainieren. Ich möchte gerne meine Arme und meine Brust trainieren. Okay, das finde ich super. Ich möchte gerne meine Beine und meinen Bauch trainieren. Ich möchte gerne meine Beine und meinen Bauch trainieren. Aber, bevor wir uns entscheiden, welche Übungen wir machen wollen, sollten wir uns die Maschinen und Geräte im Fitnessstudio ansehen. Aber, bevor wir uns entscheiden, welche Übungen wir machen wollen, sollten wir uns die Maschinen und Geräte im Fitnessstudio ansehen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich war schon eine Weile nicht mehr im Fitnessstudio, deshalb möchte ich mir alles noch einmal ansehen. Ich war schon eine Weile nicht mehr im Fitnessstudio, deshalb möchte ich mir alles noch einmal ansehen. Okay, dann treffen wir uns morgen im Fitnessstudio und sehen uns alles an. Okay, dann treffen wir uns morgen im Fitnessstudio und sehen uns alles an. Danach können wir uns entscheiden, welche Übungen wir machen wollen. Danach können wir uns entscheiden, welche Übungen wir machen wollen. Ja, das klingt gut. Aber was ist, wenn wir nicht wissen, wie man eine bestimmte Übung macht? Ja, das klingt gut. Aber was ist, wenn wir nicht wissen, wie man eine bestimmte Übung macht? Das ist kein Problem. Wir können einfach einen der Trainer im Fitnessstudio fragen. Wir können einfach einen der Trainer im Fitnessstudio fragen. Sie sind immer bereit, uns zu helfen und uns zu zeigen, wie man eine Übung macht. Sie sind immer bereit, uns zu helfen und uns zu zeigen, wie man eine Übung macht. Ah, okay, das ist praktisch. Ich denke, es wäre auch gut, wenn wir uns einen Plan machen, wie oft wir ins Fitnessstudio gehen wollen. Ich denke, es wäre auch gut, wenn wir uns einen Plan machen, wie oft wir ins Fitnessstudio gehen wollen. Ja, das ist eine gute Idee. Wie oft möchtest du eigentlich ins Fitnessstudio gehen? Ja, das ist eine gute Idee. Wie oft möchtest du eigentlich ins Fitnessstudio gehen? Ich denke, es wäre gut, wenn wir uns 2-mal pro Woche treffen und zusammen trainieren. Ich denke, es wäre gut, wenn wir uns 2-mal pro Woche treffen und zusammen trainieren. Okay, das klingt gut. Aber wir sollten auch selbstständig trainieren. Okay, das klingt gut. Aber wir sollten auch selbstständig trainieren. Ich denke, es wäre gut, wenn wir es schaffen, mindestens einmal pro Woche alleine ins Fitnessstudio gehen. Ich denke, es wäre gut, wenn wir es schaffen, mindestens einmal pro Woche alleine ins Fitnessstudio gehen. Ja, das passt für mich. Ich denke, ich werde am Mittwoch alleine ins Fitnessstudio gehen. Ja, das passt für mich. Ich denke, ich werde am Mittwoch alleine ins Fitnessstudio gehen. Okay, sicher. Dann werde ich am Freitag alleine trainieren. Okay, sicher. Dann werde ich am Freitag alleine trainieren.
Aber ich denke, es wäre auch gut, wenn wir uns Ziele setzen, die wir erreichen möchten. Aber ich denke, es wäre auch gut, wenn wir uns Ziele setzen, die wir erreichen möchten. Ja, das stimmt. Also mein Ziel ist es, meine Muskeln aufzubauen und stärker zu werden. Und deines? Ja, das stimmt. Also mein Ziel ist es, meine Muskeln aufzubauen und stärker zu werden. Und deines? Das klingt gut. Mein Ziel ist es, meinen Körper zu straffen und ein paar Kilo zu verlieren. Das klingt gut. Mein Ziel ist es, meinen Körper zu straffen und ein paar Kilo zu verlieren. Ich denke, wenn wir uns Ziele setzen, motiviert uns das, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Ich denke, wenn wir uns Ziele setzen, motiviert uns das, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, das denke ich auch. Aber, wie werden wir unsere Fortschritte messen? Ja, das denke ich auch. Aber, wie werden wir unsere Fortschritte messen? Wir könnten uns ein Tagebuch machen und unsere Fortschritte darin notieren. Wir könnten uns ein Tagebuch machen und unsere Fortschritte darin notieren. Oder, wir können regelmäßig Fotos von uns machen, um zu sehen, wie unser Körper sich verändert. Oder, wir können regelmäßig Fotos von uns machen, um zu sehen, wie unser Körper sich verändert. Das ist eine gute Idee. Ich denke, ein Tagebuch wäre am besten. Wir können unsere Fortschritte notieren und uns gegenseitig motivieren. Ich denke, ein Tagebuch wäre am besten. Wir können unsere Fortschritte notieren und uns gegenseitig motivieren. Ja, passt. Aber ich denke, bevor wir anfangen, können wir uns sportliche Kleidung besorgen und uns bereit machen. Ja, passt. Aber ich denke, bevor wir anfangen, können wir uns sportliche Kleidung besorgen und uns bereit machen. Ja, die Idee gefällt mir gut. Lass uns heute noch dafür einkaufen gehen und dann morgen um 11 Uhr im Fitnessstudio treffen und zusammen trainieren. Lass uns heute noch dafür einkaufen gehen und dann morgen um 11 Uhr im Fitnessstudio treffen und zusammen trainieren. Ja, super. Ich freue mich schon darauf. Ja, super. Ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Die Situation. Eine gemeinsame Freundin hat vor 2 Wochen ein Kind bekommen. Und sie möchten ihr aus diesem Anlass etwas schenken. Die Aufgabe: Planen Sie gemeinsam den Kauf und die Übergabe eines Geschenks. Und hier sind einige Notizen. Was schenken? Wo und wann kaufen? Wie teuer? Wie und wann Geschenk überreichen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Sarah. Wie geht es dir? Hallo Thomas, gut danke, und dir? Auch gut, danke. Du, Isa ist doch vor 2 Wochen Mutter geworden. Auch gut, danke. Du, Isa ist doch vor 2 Wochen Mutter geworden. Ja, stimmt. Ist es eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Ja, stimmt. Ist es eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir könnten ihr was zur Geburt schenken.
ein Junge. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir könnten ihr was zur Geburt schenken. Das ist eine gute Idee. Worüber würde sie sich denn freuen? Das ist eine gute Idee. Worüber würde sie sich denn freuen? Ich weiß, dass sie noch ganz viel Babykleidung braucht. Ich weiß, dass sie noch ganz viel Babykleidung braucht. Was hältst du davon, wenn wir ihr einen Gutschein für Babykleidung schenken? Was hältst du davon, wenn wir ihr einen Gutschein für Babykleidung schenken? Dann kann sie sich die Sachen selbst aussuchen. Dann kann sie sich die Sachen selbst aussuchen. Ja, das finde ich gut. Dann kann sie genau das kaufen, was ihr gefällt. Ja, das finde ich gut. Dann kann sie genau das kaufen, was ihr gefällt. Und wir könnten ihr dazu noch ein paar nützliche Dinge schenken. Und wir könnten ihr dazu noch ein paar nützliche Dinge schenken. Zum Beispiel Windeln, Babyflaschen und so weiter, was meinst du? Zum Beispiel Windeln, Babyflaschen und so weiter, was meinst du? Der Vorschlag gefällt mir richtig gut. Wollen wir zusammen einkaufen gehen? Der Vorschlag gefällt mir richtig gut. Wollen wir zusammen einkaufen gehen? Ja, gerne. Hast du heute noch Zeit? Ja, gerne. Hast du heute noch Zeit? Nein, heute kann ich leider nicht. Nein, heute kann ich leider nicht. Wie wäre es mit morgen? Wie wäre es mit morgen? Da muss ich den ganzen Tag arbeiten. Wie wäre es mit übermorgen? Da muss ich den ganzen Tag arbeiten. Wie wäre es mit übermorgen? Ja, das passt. Sagen wir um 14 Uhr? Ja, das passt. Sagen wir um 14 Uhr? Warte kurz, ich gucke mal schnell in meinen Kalender. Ja, das passt auch bei mir. Warte kurz, ich gucke mal schnell in meinen Kalender. Ja, das passt auch bei mir. Wo wollen wir uns treffen? Wo wollen wir uns treffen? Ich bin übermorgen sowieso mit dem Auto unterwegs. Soll ich dich von zu Hause abholen? Ich bin übermorgen sowieso mit dem Auto unterwegs. Soll ich dich von zu Hause abholen? Ja, das ist ein super Vorschlag. Und wann wollen wir ihr die Geschenke überreichen? Ja, das ist ein super Vorschlag. Und wann wollen wir ihr die Geschenke überreichen? Ich besuche sie am Sonntag. Komm doch einfach mit. Ich besuche sie am Sonntag. Komm doch einfach mit. Und wann besuchst du sie? Um 16 Uhr. Das schaffe ich leider nicht. Ich muss bis 16:30 Uhr arbeiten. Das schaffe ich leider nicht. Ich muss bis 16:30 Uhr arbeiten. Wir könnten uns auch etwas später treffen. Wir könnten uns auch etwas später treffen. Ich kann dich direkt von der Arbeit abholen. Wie wäre es damit? Ich kann dich direkt von der Arbeit abholen. Wie wäre es damit?
Oh, das wäre super. Wie viel Geld soll ich mitbringen? Sind 50 Euro genug? Oh, das wäre super. Wie viel Geld soll ich mitbringen? Sind 50 Euro genug? Ja, das reicht. Prima. Dann sehen wir uns übermorgen, um 16:30 Uhr bei mir, in der Arbeit. Prima. Dann sehen wir uns übermorgen, um 16:30 Uhr bei mir, in der Arbeit. Super, so machen wir das. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Super, so machen wir das. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, ebenfalls einen schönen Tag noch, und liebe Grüße an deine Familie. Danke, ebenfalls einen schönen Tag noch, und liebe Grüße an deine Familie. Danke. Bis dann. Bis dann. Mach es gut. Dankeschön. Und jetzt mit der Vorstellung. Thomas, würden Sie sich bitte vorstellen? Gerne. Ich heiße Thomas Sino. Ich bin Kurde, aus Syrien. Ich lebe seit 5 Jahren in Deutschland. Ich lebe seit 5 Jahren in Deutschland. Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Ich spreche Kurdisch, Arabisch, Englisch und ein wenig Deutsch. Ich spreche Kurdisch, Arabisch, Englisch und ein wenig Deutsch. Ich bin Apotheker von Beruf. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Ich lese und reise gerne. Ich mag Filme schauen, und ich mache gerne Sport. Ich lese und reise gerne. Ich mag Filme schauen, und ich mache gerne Sport. Haben Sie Geschwister? Nein, leider nicht. Ich bin Einzelkind. Nein, leider nicht. Ich bin Einzelkind. Was gefällt Ihnen in Deutschland besonders gut? Deutschland ist ein offenes und schönes Land. Deutschland ist ein offenes und schönes Land. Außerdem finde ich das Wetter in Deutschland angenehm. Außerdem finde ich das Wetter in Deutschland angenehm. Die Situation. Der Bürgermeister kommt nächste Woche hierher, um den Fortschritt Ihres Projektes zu überprüfen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie machen möchten. Und hier sind einige Notizen. Begrüßung. Musik. Fotos mit ihm machen. Fragen stellen. Wie viele Personen? Trinken. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Guten Tag, Gabriel. Guten Tag, Hanna. Wie geht es dir? Mir geht's ganz gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Weißt du, dass der Bürgermeister nächste Woche hierher kommt, um den Fortschritt unseres Projekts zu überprüfen? Weißt du, dass der Bürgermeister nächste Woche hierher kommt, um den Fortschritt unseres Projekts zu überprüfen? Nein, das wusste ich nicht. Ich glaube, wir sollten ein Interview mit ihm führen. Was meinst du? Ich glaube, wir sollten ein Interview mit ihm führen. Was meinst du? Ja, das ist eine gute Idee. Machst du auch mit? Natürlich mache ich mit.
Das ist eine großartige Gelegenheit, den Bürgermeister kennenzulernen. Natürlich mache ich mit. Das ist eine großartige Gelegenheit, den Bürgermeister kennenzulernen. Toll, das freut mich. Was hast du dir denn vorgestellt? Gibt es schon ein Programm, wie der Besuch verlaufen soll? Was hast du dir denn vorgestellt? Gibt es schon ein Programm, wie der Besuch verlaufen soll? Nein, das gibt es bisher nicht. Ich habe mir gedacht, wir sollten zuerst planen, wie wir ihn willkommen heißen werden. Ich habe mir gedacht, wir sollten zuerst planen, wie wir ihn willkommen heißen werden. Hast du dafür eine Idee? Lass mich mal überlegen. Zu Anfang wäre es doch schön, zuerst ein Musikstück zu spielen. Was denkst du? Zu Anfang wäre es doch schön, zuerst ein Musikstück zu spielen. Was denkst du? Ein guter Vorschlag. Musik sorgt immer für eine gute Stimmung. Ein guter Vorschlag. Musik sorgt immer für eine gute Stimmung. Lass uns mal überlegen, welche Art von Musik dazu passt, und vor allem, wer das spielen kann. Lass uns mal überlegen, welche Art von Musik dazu passt, und vor allem, wer das spielen kann. Wir könnten in den Musikgruppen auf Facebook posten, dass wir ein Musikband für den Empfang des Bürgermeisters suchen. Wir könnten in den Musikgruppen auf Facebook posten, dass wir ein Musikband für den Empfang des Bürgermeisters suchen. Da werden sich bestimmt welche melden. Was sagst du? Da werden sich bestimmt welche melden. Was sagst? Ich bin damit einverstanden. Also, so machen wir das. Ich bin damit einverstanden. Also, so machen wir das. Ich würde auch eine Präsentation über unser Unternehmen und unsere Projekte halten. Ich würde auch eine Präsentation über unser Unternehmen und unsere Projekte halten. Ja, die Idee gefällt mir gut. Ja, die Idee gefällt mir gut. Das freut mich. Sollten wir ein paar Fotos mit ihm machen? Das freut mich. Sollten wir ein paar Fotos mit ihm machen? Allerdings kenne ich niemanden, der uns dabei helfen kann. Allerdings kenne ich niemanden, der uns dabei helfen kann. Kennst du einen Fotografen, der nicht zu teuer ist und so kurzfristig Zeit hat? Kennst du einen Fotografen, der nicht zu teuer ist und so kurzfristig Zeit hat? Mach dir keine Sorgen. Ich habe da eine Idee. Mach dir keine Sorgen. Ich habe da eine Idee. Meine Nachbarin ist Fotografin. Ich rufe sie heute an, um mit ihr einen Termin zu vereinbaren. Meine Nachbarin ist Fotografin. Ich rufe sie heute an, um mit ihr einen Termin zu vereinbaren. Das hört sich gut an. Sollten wir dem Bürgermeister nicht auch Fragen stellen? Das hört sich gut an. Sollten wir dem Bürgermeister nicht auch Fragen stellen? Ja, das sollten wir tun. Ich denke, wir können uns mit den anderen Mitarbeitern zusammensetzen, um empfohlene Ideen und Fragen zu brainstormen. Ich denke, wir können uns mit den anderen Mitarbeitern zusammensetzen, um empfohlene Ideen und Fragen zu brainstormen. Da stimme ich dir zu.
Nachdem ich die Präsentation gehalten habe und unsere zukünftigen Projekte vorgestellt habe, würde ich ihn fragen, ob er bereit ist, die Projekte zu finanzieren. Nachdem ich die Präsentation gehalten habe und unsere zukünftigen Projekte vorgestellt habe, würde ich ihn fragen, ob er bereit ist, die Projekte zu finanzieren. So können wir auch andere Megaprojekte in der Stadt etablieren. Wie findest du das? So können wir auch andere Megaprojekte in der Stadt etablieren. Wie findest du das? Das ist wirklich eine gute Frage, außerdem benötigen wir solche Projekte. Das ist wirklich eine gute Frage, außerdem benötigen wir solche Projekte. Was auch noch wichtig für die Planung ist, und wir nicht vergessen dürfen: Wie viele Personen werden bei der Begrüßung dabei sein? Was auch noch wichtig für die Planung ist, und wir nicht vergessen dürfen: Wie viele Personen werden bei der Begrüßung dabei sein? Ich denke, alle Angestellten und Arbeiter sollten anwesend sein. Ich denke, alle Angestellten und Arbeiter sollten anwesend sein. Ich stimme dir zu. Es ist gut, ihm zu zeigen, wie groß unser Unternehmen ist. Ich stimme dir zu. Es ist gut, ihm zu zeigen, wie groß unser Unternehmen ist. Ja, das ist wichtig, wenn wir ihn darum bitten, die Projekte zu finanzieren. Ja, das ist wichtig, wenn wir ihn darum bitten, die Projekte zu finanzieren. Sollen wir auch einen kleinen Sektempfang vorbereiten? Sollen wir auch einen kleinen Sektempfang vorbereiten? Und vielleicht auch etwas Fingerfood? Und vielleicht auch etwas Fingerfood? Das hört sich gut an. Es darf nur nicht zu teuer werden. Das hört sich gut an. Es darf nur nicht zu teuer werden. Ich habe einen Freund, der ein Catering-Unternehmen hat. Ich habe einen Freund, der ein Catering-Unternehmen hat. Ich kann ihn ja fragen, ob er uns einen Sonderpreis macht. Ich kann ihn ja fragen, ob er uns einen Sonderpreis macht. Das wäre natürlich super. Damit wird der Empfang bestimmt ein schönes Erlebnis. Das wäre natürlich super. Damit wird der Empfang bestimmt ein schönes Erlebnis. Das sehe ich auch so. Außerdem kann man sich bei einem Getränk viel besser unterhalten. Außerdem kann man sich bei einem Getränk viel besser unterhalten. Da ist die Atmosphäre viel entspannter. Da ist die Atmosphäre viel entspannter. Genau, so machen wir das. Ich frage meine Nachbarin, die Fotografin, wegen der Fotos. Ich frage meine Nachbarin, die Fotografin, wegen der Fotos. Und du fragst bei deinem Freund nach einem Sonderpreis für das Fingerfood. Und du fragst bei deinem Freund nach einem Sonderpreis für das Fingerfood. Passt. Was mir einfällt, es wäre auch gut, die Presse zu informieren. Passt. Was mir einfällt, es wäre auch gut, die Presse zu informieren. Ein Interview mit dem Bürgermeister wäre für die Vorstellung und Bekanntmachung unserer Projekte bestimmt toll. Ein Interview mit dem Bürgermeister wäre für die Vorstellung und Bekanntmachung unserer Projekte bestimmt toll. Du hast recht. Dadurch werden bestimmt auch noch andere Sponsoren
auf unsere Projekte aufmerksam. Dadurch werden bestimmt auch noch andere Sponsoren auf unsere Projekte aufmerksam. Ich werde gleich mit jemandem von der Presse telefonieren. Ich werde gleich mit jemandem von der Presse telefonieren. Super. Der Empfang wird bestimmt ein voller Erfolg. Super. Der Empfang wird bestimmt ein voller Erfolg. Ich freue mich schon darauf, den Bürgermeister zu treffen. Ich freue mich schon darauf, den Bürgermeister zu treffen. Ich freue mich auch darauf,